Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, zu diesem Video. Mein Name ist Uwe. Freiheit des Reisens mit dem Wohnmobil oder Camper erfordert oft eine stabile Internetverbindung. In diesem Video werden wir, lang ersehnter Wunsch, die Fritzbox 6850 5G einmal genauer unter die Lupe nehmen und herausfinden, wie sie die perfekte Lösung für das mobile Internet im Wohnmobil sein kann. Wir werden ihre Vor- und Nachteile beleuchten, ihre praktische Anwendung im Wohnmobil demonstrieren und euch zeigen und den Einbau einmal euch konstruktiv nahebringen, wie wir das gestaltet haben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, gleich geht es weiter. Viel Spaß. Schön, dass du dran geblieben bist zu diesem Video. Ja, heute werden wir mal den lang ersehnten Wunsch euch erfüllen, die Fritzbox 68 5G euch näher zu bringen. Die haben wir jetzt mittlerweile fast 2 Jahre hier im Gebrauch im Wohnmobil. Wir werden hier das ganze Video einmal aufteilen für dich, und zwar einmal die Vorstellung der Fritzbox 68 5G, dann werden wir die Vor- und Nachteile beleuchten der Fritzbox, dann werden wir einige Anwendungsbeispiele und einen Praxistest bringen, dann werden wir einen Vergleich mit anderen Routern euch hier zeigen, die wir hier noch in Benutzung hatten, dann werden wir euch kurz den Einbau der Fritzbox 68 5G hier im Wohnmobil zeigen, wie wir das gemacht haben, einige Empfehlungen geben und ein Resümee. Ja, das ganz alles erstmal grob hier zu dem Videoinhalt hier, und somit fangen wir auch gleich an. Aufgrund der hervorragenden Erfahrung mit der Fritzbox wird sich hier dran aus unserer Sicht in nächster Zeit auch nichts ändern. Ja, die Fritzbox 68 5G, hier haben wir sie. Die zeigen wir euch mal, und zwar die schaut ja so aus. Wir haben jetzt hier oben dran die 2 Antennen. Die Fritzbox hat insgesamt 4 Antennen. Hier haben wir 2 und innen drin in der Fritzbox hier und hier haben wir nochmal hier längs 2 Antennen. Somit sind das 4 Antennen. Wir können natürlich auch hier dran 2 externe Antennen anschließen. Das kann man schön abschrauben. Und hier 2 externe Antennen, die auf dem Wohnmobildach installiert sind, hiermit anschließen. Ja, dann haben wir hier hinten die Konfiguration, und zwar haben wir hier die Stromversorgung. Hier haben wir natürlich ein Netzteil 230 Volt. Da kommen wir später nochmal dazu, wie wir das hier geregelt haben im Wohnmobil. Dann haben wir hier die LAN-Anschlüsse. Die kann man auch mit nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel den Fernseher verbindet und so weiter. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit, hier ein ganz normales analoges Telefon hier anzuschließen. Die Fritzbox 68 5G funktioniert auf dem Mobilfunknetz, und somit haben wir hier unsere Karte drin. Das zeige ich euch mal. Die SIM-Karte, hier haben wir eine SIM-Karte drin von unserem Hauptvertrag von der Telekom. Da komme ich später nochmal drauf, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, und diese Fritzbox, wie sie jetzt hier ausschaut, haben wir dann in unserem Wohnmobil verstaut. Die Fritzbox wird ja normalerweise betrieben mit einem 230 Volt Netzteil. Und das war uns natürlich auch zu umständlich. Wir hatten das eine Zeit lang hier im Wohnmobil über den Wechselrichter laufen. Das war uns zu umständlich. Das hat auch viel Energie gekostet, das Netzteil. Und somit sind wir umgestiegen auf einen Voltstabilisator. Den werden wir euch hier nochmal mit einblenden. Den haben wir uns mit bestellt. Das Netzteil liefert ja 12 Volt, 1000 Milliampere. Und konstant gleichmäßig diese 12 Volt, damit hier in der Elektronik von der Fritzbox keine Schäden entstehen. Wir haben uns hier für ein Netzteil entschieden, was konstant 12 Volt liefert, bis zu 2000 Milliampere. Warum haben wir uns für die Fritzbox für einen Festeinbau entschieden? Wir hatten vorher
einige Router gehabt, den Netgear, den M5, wir hatten von Huawei Router etc. Hier waren die Nachteile von den Routern, dass teilweise die WLAN-Zugänge begrenzt waren auf 10 und natürlich die Geschichte mit dem Stromanschluss. Wir hatten teilweise die Router mit Akkubetrieb oder trotzdem Anschluss ans Netzteil. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Das sind teilweise die Router zu heiß geworden, die sind abgestürzt, haben sich festgefahren und so weiter. Und es kam nie eine stabile Internetverbindung hier zustande. Somit hat uns der Dauerbetrieb von diesen mobilen Geräten, die wir im Vorfeld hatten, nicht überzeugt. Warum haben wir uns dann für die Fritzbox entschieden? Ja, ganz einfach. Erstmal das optische Aussehen, dann der Festeinbau. Das ist ja im Prinzip bei allen Fritzbox identisch. Dann die AVM-Technik der Fritzbox allgemein. Hier gibt es ja noch eine andere Fritzbox, die 6850, glaube ich, LTE. Ist identisch, hat aber nicht das 5G und hat auch ein komplett anderes Frequenzband als die Fritzbox 685G. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Dann haben wir hier die Sendequalität. Die Fritzbox 685G sendet in der Regel mit 16 Cut, wenn das anliegt. Man kann auch Frequenzbänder rein und rausnehmen. Das zeige ich euch dann noch einmal. Auf jeden Fall sendet die hier mit einem stabilen Cut 13. Das haben wir schon mehrmals getestet, wobei wir das Ganze im Endeffekt ja nicht ausreizen. Für unsere Zwecke nicht ganz ausreizen. Zudem war der Nachteil von den anderen Fritzboxen die Datenbegrenzung. Das haben wir ja auch bei der Fritzbox 6850. Hier ist der Prozessor bzw. die Durchlässigkeit der Geschwindigkeit auf 150 Mbit pro Sekunde begrenzt im Downstream-Bereich und auf 50 im Upstream-Bereich. Eine Latenzzeit bei 4G wissen wir ja, ist größer als 20. Das 4G ist ja auch so ein vorübergehendes Netz bis 30 Millisekunden. So, bei der Fritzbox 6850 liegt man schon anders. Da haben wir den Qualcomm SD55 Prozessor drin, der theoretisch einen Datendurchsatz von bis zu 1300 Mbit pro Sekunde hier erreicht und einen Upstream von 600 Mbit pro Sekunde auch hier gewährleisten kann. Das haben wir schon erreicht, das haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall mal mit dem Foto einblenden, wenn wir das hier gemacht haben, mit einer Latenzzeit von 10 bis unter 20 Millisekunden. Ein weiterer Vorteil dieser Box ist natürlich auch, dass man hier beliebig die SIM-Karten einlegen kann, die einem zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt hier eine Hauptkarte hat, wie wir, die in allen europäischen Kategorie 1 Ländern der EU seinen Tarif abschöpfen kann und natürlich auch sich hier von dem jeweiligen Land eine SIM-Karte holen kann und einfach hier einlegen kann. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Dann die Ausrichtung der Fritzbox im Wohnmobil. Wir haben das natürlich mal probiert. Je höher, desto besser. Das ist natürlich klar. Man kann externe Antennen anschließen und so weiter. Aber wir sind ganz einfach mal nach dem Platzbedarf gegangen und uns die Fritzbox dorthin gebaut, wo die den wenigsten Platz hier in Anspruch nimmt. Und natürlich auch die Empfangsqualität entsprechend gut sind, dass wir hier die Antennen auch nochmal dementsprechend einstellen kann. Also die Antennen können wir verstellen, das werde ich euch dann nochmal zeigen. Ein weiterer Vorteil der Fritzbox ist natürlich auch, dass man hier eine lokale Netznummer einbuchen kann. Die kann man sich im Internet kostenfrei holen und sich hier einbuchen und somit darüber telefonieren. Quasi wie ein Festnetzanschluss. Das ist hier möglich. Das haben wir aber hier nicht laufen bei uns, weil wir das nicht brauchen. Die weiteren Spezifikationen zu dieser Fritzbox, die werde ich euch jetzt mal zeigen anhand des Portales von dieser Fritzbox. Wir geben unser Passwort ein auf dem Portal der Fritzbox.
Dann gelangen wir auf die Übersichtsseite, wo wir alle Informationen unserer Fritzbox sehen können. Auf der linken Seite sehen wir die Reiter Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetzwerk, WLAN, Smart Home, Diagnose und System. Wir gehen jetzt mal hier in Internet rein. Unter dem Reiter 5G Informationen finden wir alle relevanten Informationen zu unserer Empfangsleistung der Fritzbox. Unter dem Reiter Netzliste sehen wir alle Netze, die uns zur Verfügung stehen. Den Reiter Empfang erkläre ich euch zum Schluss des Videos noch einmal ganz genau. Unter den Reiter links Online Monitor findet ihr dann unter dem Monitorreiter euren Verbrauch von eurer Fritzbox der entsprechenden Daten. Hier seht ihr ganz genau in Echtzeit den Downstream und den Upstream. Der Reiter Online-Zähler gibt euch Informationen über euren bisherigen Verbrauch heute, gestern und im vergangenen Monat bzw. in den vergangenen Wochen. Hier unter dem Reiter Telefonie und Rufnummern könnt ihr eure Telefonnummer eintragen, die ihr jetzt über einen Internetanbieter gebucht habt. Unter dem Reiter Netzwerkverbindung seht ihr alle eure eingerichteten Netzwerkverbindungen im WLAN und im LAN-Bereich. Unter dem Reiter Funknetz WLAN findet ihr all eure WLAN-Verbindungen. Hier unsere WLAN-Verbindungen im gesamten Wohnmobil. Unter dem Reiter Funkkanal findet ihr alle Funkkanäle. Hier zum Beispiel 2,4 GHz und 5 GHz, was wir eingerichtet haben. Was natürlich auch noch interessant ist für uns, ist der Bereich Gastzugang. Hier können wir anderen Campern natürlich auf dem Stellplatz Internet zur Verfügung stellen. Und zum Schluss haben wir hier noch den Einrichtungsassistenten, wo wir alle relevanten Einrichtungen vornehmen können. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, das Einstellen der Fritzbox geht relativ einfach über diese Benutzeroberfläche. Hier haben wir auch immer regelmäßig Zugriff drauf über Tablet, Telefon. Das nächste sind natürlich die Anwendungsbeispiele und der Praxistest. Zum Praxistest kann ich euch auf jeden Fall mal unseren Film hier empfehlen, den wir hier mal gemacht haben, Smart TV im Wohnmobil. Wir haben im Grunde genommen alle beide TVs vorn und hinten hier über diese Fritzbox laufen. Wir haben Internetradio über die Fritzbox laufen. Das Radio vom Fahrzeug haben wir über die Fritzbox laufen. Die Navigation über die Fritzbox laufen. Die Aktualisierung, Stauerkennung und so weiter. Wir haben weitere Geräte über die Fritzbox laufen. Die Beleuchtung, so Art wie ein Smart Home. Die Beleuchtung außen, innen. Wir haben drüber laufen die Temperaturen, können wir einstellen, worüber wir auch alles bedienen können. Das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil. Somit sind wir hier bei dieser Fritzbox 6850 5G bei insgesamt über 27 WLAN-Verbindungen bzw. LAN-Verbindungen. Das haben die anderen Geräte nicht ganz hier geschafft. Wir haben natürlich auch, das wollte ich euch noch mal zeigen, hier an der Seite haben wir einen Anschluss für einen Stick, wo wir Filme aufspielen können, oder wir können hier eine externe Festplatte anbringen und so weiter. Also das ist alles möglich. Ein analoges Telefon könnt ihr hier auch noch anschließen, hier an der Seite. Das haben wir hier. An dieser Seite haben wir im Grunde genommen den USB-Anschluss. An diese Fritzbox eine externe Festplatte mit Filme drauf, die man runtergeladen hat, oder Videos, und schon kann man darüber zugreifen und das Ganze auch mit nutzen. Natürlich auch mit Musik etc. je nach Belieben. Natürlich bringt die Fritzbox einen hervorragenden Vorteil, wenn man vom Wohnmobil oder vom Camper aus arbeitet. Da hat man natürlich wunderbaren Zugriff und immer eine stabile Internetverbindung. Und wie ihr gesehen habt, auch von der Qualität her immer entsprechend, wie man das ausgerichtet hat. Man kann Online-Gaming-Spiele darüber machen, das ist jetzt für uns uninteressant, oder Videoanrufe kann man auch darüber machen, in verschiedenen Anruf-Videoportalen und so weiter. Das funktioniert dann hier wunderbar. Das ist, sagen wir mal, die praktischen Anwendungsbeispiele. Schaut es euch ganz einfach mal an, hier bei uns in dem Film, wie wir das verwenden.
Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Nachteilen von der Fritzbox. Das sind natürlich die Anschaffungskosten. Die liegen noch relativ hoch. Wir haben die damals gekauft für ca. 550 €, diese 68 5G. Die 6850, die gibt es schon weitaus günstiger. Ich glaube unter 200 €. Das werden wir auf jeden Fall nochmal mit einblenden für euch. Aber wie gesagt, der Sprung ins 5G-Netz ist natürlich erheblich, weil wir hier natürlich mehrere Frequenzbänder haben. Wir haben die sehr hohen Frequenzbänder. Wir senden und empfangen hier mit Cat 13. Das ist natürlich überdurchschnittlich sehr gut. Die Unterschiede zu den anderen Routern, die habe ich euch schon gesagt. Wir haben jetzt hier einen noch im Wohnmobil, und zwar den TP-Link. Den hier, den 4G. Den haben wir noch als Reserverouter bei uns hier laufen, weil der uns, sagen wir mal, mit am zuverlässigsten erschienen ist. Die anderen haben wir alle verkauft. Das Speedboard 5G war nicht entsprechend für uns. Speedboard 5G Mini von der Telekom, dann den Huawei 5G CPE Pro, den haben wir auch wieder verkauft, und natürlich den Netgear M5, glaube ich war das. Der hat auch durch unsere Erwartungen erfüllt. Den haben wir auch mitverkauft. Wie gesagt, das ist unser Not, der ist klein und handlich. Den haben wir hier in der Verpackung noch. Den kann man noch mitnehmen hier im Wohnmobil. Die Benutzerfreundlichkeit von der Fritzbox habt ihr ja gesehen. Das war bei den anderen nicht so sehr optimal. Natürlich die Verkabelung hier. Der Anschluss von den 230 Volt, den lassen wir weg. Wir gehen auf 12 Volt, klemmen das direkt an die Batterie an mit diesem Netzstabilisationsteil. Und das haben wir euch ja gezeigt. Und da wird es hier bei uns angesteckt und kommt somit zum Einsatz. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir das Ganze angeschlossen haben, wo wir das Gerät hier installiert haben. Ja, wie gesagt, das kennt ihr ja schon. So schaut es bei uns aus. Wir machen mal hier ein bisschen Licht. Ich habe jetzt hier das Netzteil. Hier sehen wir das Netzteil angeklemmt an unseren Hauptplus und Hauptminus. Den haben wir hier. Hier gehen die Kabel raus, wie man es hier sehen kann. Warte mal, da komme ich gerade ganz schlecht dran. Hier gehen die Kabel hoch. Und dann gehen die hier runter. So, ist eingestellt auf 12 Volt, 1000 Milliampere, bringt konstant ihre 12 Volt. Und hier geht dann das Verbindungskabel raus ins Wohnmobil. Bei dem Stabilisierungsnetzteil kriegt man dann hier verschiedene Verbinder bzw. Stecker mitgeliefert, die man dann hier aufstecken kann. Wir haben uns dann hier den richtigen rausgesucht, mit der richtigen Bohrung, den richtigen aufgesteckt und hier an unser Kabel angeschlossen, wo wir unsere Fritzbox immer einstecken. So, ich zeige euch das mal. Das ist immer am Dauerplus. Das ist nochmal abgesichert intern im Gerät und also in diesem Netzstabilisationsgerät nochmal abgesichert und natürlich auch hier bei uns mit einer Sicherung. So, und dann stecken wir das Ganze ein und dann geht das eigentlich relativ zügig, dass wir hier einen Power bekommen. Es blinkt und sofort ist dann das WLAN im Wohnmobil verfügbar. So, hier haben wir jetzt unsere Fritzbox, die wir hier haben. Jetzt werden wir uns hier mal koppeln und werden uns jetzt hier einmal einwählen. Die Plattform, wie wir es euch gezeigt haben, schaut so aus. So, jetzt sind wir hier eingebucht. So schaut es aus. Das Ganze werden wir nochmal mit einblenden. Da haben wir jetzt hier die Internetverbindung. Und das seht ihr jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt hier konstante, stabile 202, 302 Mbit pro Sekunde Download. Es ändert sich ständig. Wie gesagt, wir haben eine Latenzzeit von 19 Millisekunden. Wir stehen natürlich hier ein bisschen ungünstig, aber das passt schon. Wir haben eine Entfernung zu unserem Sendemast 800 Meter. Es liegt an 5G und 4G. Da haben wir auch noch die Frequenzstärken. Also funktioniert wunderbar.
So, jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie habt ihr die im Wohnmobil angebracht? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben natürlich hier hinten diese Schraubaufhänger. Das machen wir natürlich nicht. Wir werden wieder die Fritzbox anschrauben, verkleben und so weiter. Wir schauen, dass wir die irgendwo reinstellen können oder reinlegen können. Wir hatten schon verschiedene Optionen hier im Angebot. Da habe ich auch noch einmal Kabel gelegt. Das heißt, ich habe verschiedene Kabel im Wohnmobil gelegt, falls es auf unserer Testfahrt zu Empfangsproblemen kommen sollte. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ich zeige es euch mal. Ich habe einmal ein Kabel hier hintergelegt, hier oben rein in den Schrank, hier oben rein. Da kann ich die Fritzbox genau unterm Dach, wir haben GFK, da passt das, genau unterm Dach installieren. Und früher oder vor einiger Zeit mit 230 Volt hatten wir die ganze Fritzbox hier unter unserem Queensbett verstaut. Hier drunter ist die Problematik gewesen, dass die Heizung darunter ist. Da steigt natürlich die Betriebstemperatur von der Fritzbox sehr rasant an. Da lässt natürlich auch die Leistungsqualität der Fritzbox nach. Ja, im Endeffekt haben wir uns dann entschieden für einen Platz, der relativ einfach und zugänglich ist. Wir haben jetzt die Fritzbox mal hier vor uns aufgebaut. Da wird wir euch das mal schön zeigen können. Die ist angeschlossen. Wir sind jetzt drin. Zeigen wir euch jetzt hier mal die Ausrichtmöglichkeit. Also wir gehen natürlich auf Internet, dann auf 5G Informationen und dann auf Empfang. So, und hier seht ihr jetzt unsere 4 Antennen. Und da gehen wir jetzt hier auf die Ausrichtungshilfe starten, was wir hier jetzt unten rechts sehen. Und jetzt startet die Ausrichtungshilfe. So, und jetzt kann ich natürlich, wie wir hier sehen, den Router entsprechend bewegen. Ich kann die Antennen bewegen. Und je nachdem, wie das hier sich ist, kann ich natürlich die Anlage ausrichten. So, jetzt gehen wir mal raus. Ich tue mal leicht raus die Fritzbox. So, und jetzt sehen wir, dass wir hier den besten Empfang haben. Und da gehen wir mal auf Stoppen. Wir stoppen das jetzt Ganze mal, die Ausrichtung, und schauen uns mal die Übersicht an. Und da sehen wir, da haben wir 154 Mbit Upstream und 254 Downstream im 5G-Netz. Wie wird das Mobilfunknetz verwendet? Das sehen wir jetzt hier. Hier sehen wir jetzt ganz klar 98% aufgrund, dass wir hier nicht sehr viel Daten verbrauchen oder verwenden, bleibt er natürlich im Frequenzband von LTE mit 98%. Er kratzt das 5G nicht mal an. Natürlich wird sich das ändern, wenn wir jetzt hier die TVs anmachen oder noch weitere Geräte laufen haben, die enormen Datenverbrauch haben. Ja, Mobilfunk ganz einfach. Wir haben jetzt hier nochmal eine Netzliste. Hier seht ihr die Netzliste. Ich drücke mal die Aktualisierung, das wird einen kleinen Moment dauern. Wir haben jetzt hier die ganzen Netzbetreiber, die jetzt bei uns anliegen. Also bei dem Standort, wo wir jetzt sind, die jetzt anliegen, von U2 über Telekom, Vodafone, die verschiedenen Netze. Und hier seht ihr auch dran, wo ihr gerade steht, welches Netz hier am meisten Abdeckung hat, und dementsprechend könnt ihr auch hier zum Beispiel eure Karte wählen, wenn ihr jetzt irgendwo im Ausland steht und so weiter, von welchem Anbieter ihr euch eine Karte holt. Das ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt irgendwo länger an einem bestimmten Ort irgendwo im Ausland stehen. Ja, viele werden sich jetzt fragen, ja, wie ist dann der Stromverbrauch der Fritzbox, wenn wir die jetzt direkt an die Batterie angeklemmt haben? Lässt sich bei uns schlecht analysieren. Wir haben es mal durchgemessen, ungefähr so zwischen 0,5 und 0,7 Ampere braucht die Fritzbox, wenn die hier online ist, also wenn die an ist. Bei uns ist die dauerhaft an. Ich kann das zwar separat ausschalten, das WLAN, aber haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Bei uns ist das auf Dauer
an und somit haben wir auch Dauer hier das WLAN anliegen. Ist auch wichtig, brauchen wir auch für unsere Ortung und für unsere Alarmanlage ist das, sagen wir mal, eine doppelte Sicherheit zu unserem Trecker, den wir hier nochmal mit im Wohnmobil verbaut haben. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, die Fritzbox 68505 5G bietet einige beeindruckende Funktionen für das mobile Internet im Wohnmobil. Aber sie ist jedoch nicht für jeden geeignet. Nachdem wir ihre Vor- und Nachteile beleuchtet, Anwendungsbeispiele getestet haben und einen Vergleich mit anderen mobilen Routern angestellt haben, kannst du nun fundiert Entscheidungen für dich treffen. Wir hoffen, dass dir dieses Video bei der Auswahl des besten mobilen Routers für Wohnmobil und Camper geholfen hat. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um über weitere hilfreiche Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war's mal gewesen mit unserem mobilen Router hier im Wohnmobil, die Fritzbox 68505 5G. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.